for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein hübscher blauer Leguan, ne? Also Iguana in Blau. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber ich bin hier zu Besuch beim anderen Terrarianer, beim Jörg Müller. Hier sein Junior, der Luke. Und das hier ist sein grüner Leguan, beziehungsweise ein blauer. Und Thema Reptilien zähmen. Normal sage ich immer, man sitzt vor der Fernseher. In dem Fall fläzen wir uns hier in die Hängematte, nehme den raus, hebe den weg. Der Luke mit Löwenzahn probiert er ihn zu bestechen. Und auf die Art, denke ich, werden die Tiere auch ruhig und zahm. Man muss sie halt wirklich rausnehmen, sich darum kümmern, mit wegen abgeben. Und dann wäre die wirklich super hübsch zahm. Jetzt im Terrarium ist auch noch ein wenig, hat er versucht, vor uns zu flüchten. Aber so langsam werden wir Freunde hier. Wir sind wieder beim Jörg Müller, Schwäbische Alb, Schildkrötenparadies auf der Schwäbischen Alb. Thema heute sind diese Jungs hier, die Sulcatas. Die weiß gleich, um wen es geht. Spornschildkröten, Geochelone sulcata ist unser heutiges Thema. Du hast hier eine ganze Kolonie davon. Ja. Ich habe da irgendwann einmal eben diesen riesen Bock und dann das andere riesen Weib gekriegt. Vor allem mehr oder weniger im Tausch gegen andere Schildkröte. Im Luke gefallen ja die Spornschildkröte besonders. Klar, wenn es ihn interessiert und er ein wenig mithilft, macht man das dann gern. Dann habe ich mal noch 2 größere Weiber aus Italien gekriegt und habe jetzt dann sogar aktuell noch mal über diesen Händler da bei Weigheim, der hat mir da noch 8 Sulcatas vermittelt. Die sind jetzt noch in Quarantäne, sprich die werden entwurmt und so weiter, und sobald die soweit sind, kommen die mit in die Gruppe und dann wird man sehen, wie sie sich vertragen, wen man behält und wer vielleicht wieder gehen kann, muss. Tatsächlich ist bei den Sulcatas so, die suchen sich speziell ein Weibchen aus und das bepaaren sie furchtbar gern und die anderen gucken sie dann irgendwie nicht mehr so gern an. Okay. Und ich habe jetzt ein Weib neu dazugekriegt und seit das da ist, interessiert er sich für die anderen Weiber. Ist nur noch die angesagt. Genau, und dann war so mein Gedanke, eben, wo ich dir mal geschrieben habe, dass ich noch Sulcatas suche, dass ich vielleicht noch einen Mann oder 2 dazu nehme. Jetzt sind es halt ein klein wenig mehr geworden und dann wird man sehen, wie sie sich verhalten, wie es funktioniert und entweder Ende dieses Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr im Laufe wäre dann ein paar noch abgeben. Also klar, so eine riesige Gruppe brauche ich dann auch nicht, aber... Ja. Und meinst du, kannst dann die Männer, also jetzt überspringen wir schon ein paar Sachen, jetzt sind wir schon bei der Zucht, aber egal, kannst du die Männer dann mehrere zusammenhalten jetzt in so einem großen Gehege? Normalerweise schon. Schon gehen. Es gibt ja viele, die mehrere Männer haben tatsächlich. Klar, das wird man sehen. Gibt es auch bei der Pardalis, habe ich es eigentlich, da kommen die Männer alle gut miteinander klar, bei der Radiatas auch. Ja. Ich gehe davon aus, dass man das bei der Sulcatas auch hinkriegt. Da wo der herkommt, der war auch in einer Gruppe mit 3 Männern, das hat auch funktioniert. Ich denke, wenn du auch genügend Weiber dazu hast, ist okay. Weil die Männer kämpfen ja schon ganz schön, ja. Deswegen auch diese Schilder da vorne. Gell? Ja. Aber okay. Eben, jetzt aber nochmal zurück zum Einstieg, also unser Thema heute, die Geochelone sulcata, sind es noch Geochelone? Ich glaube, in der Zwischenzeit aus, Centrochelis, glaube ich. Centrochelis sulcata, stimmt, okay. Also Spornschildkröte, afrikanische, kommen, glaube ich, Sahara abwärts bis Äquator vor, gell? Ja. Also selbst Ghana, Togo, Benin, wo ja die Königspythons herkommen. Ich glaube, ganz im Norden von diesen Ländern
Also Richtung Sahelzone, wegen trockenere Gebiete. Ne? Also Sudan, Mali. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, so das Sulcata-Paradies. Unterarten gibt es keine, ne? Gibt Nein. nur die eine Sulcata. Wäre riese Viecher. Wahrscheinlich nach Aldabra und Galapagos-Schildkröte die Nummer 3, was die Größe betrifft, oder? Ja, Die ganz sicher. drittgrößte. Und sind immer, also meiner Erfahrung nach, wahnsinnig aktive Schildkröte. Gell? Gibt Das kaum eine Schildkröte, Ist so. rumrennt wie Soldaten von früh bis spät. Also wenn man wirklich eine Schildkröte will, die mega aktiv ist und für die man wirklich, egal um welche Uhrzeit man heimkommt vom Schaffen oder egal was, und man hätte gern, dass die rumläuft, dann musst du echt Sulcatas kaufen, weil die sind wirklich extrem aktiv für Schildkröte. Lässt ein wenig nach, sobald man so die 35-Grad-Marke überstreitet, dann wäre es ein wenig auf Neideutsch chilliger. Aha, Liegt gerne ein wenig rum im Schatten und so und relaxet, aber Temperaturen wie heute um die 25 Grad, da sind die den ganzen Tag aktiv bis abends 8, 9 wirklich und gehen dann erst irgendwann da rein. Was sie aus sind, das ist tatsächlich bei allen ein wenig größeren Schildkröten so. Die sind, ich sage jetzt einmal auf jeden Fall ein wenig intelligent. Das heißt, wenn ich die raushol, auch wenn ein Neuankömmling kommt aus der Quarantäne, der dann irgendwann mit dazu reinkommt, dem sage ich einmal am Abend, ich will, dass du da reingehst. Aha. Und dann macht er das. Und am Abend, nachts geht er rein. Jede Nacht. Also da musst du wirklich, das machst du die ersten 1, 2 Nächte, dass sie mal wissen, okay, so, und das ist jetzt so, also tatsächlich auch nochmal ein Vape. Ich denke, das ist schon ziemlich, also ich habe noch nie ein größeres Vape gesehen. Die wiegt 90 Kilo und hat, ich glaube, 75 cm. Okay. Sowas, ja. Okay. Er ist noch ein wenig größer, er hat 82, ist aber tatsächlich ein klein wenig leichter. Der wiegt bloß so um die 80, 85 Kilo. Aha, Ja. Und sie ist der absolute Koloss. okay, Ja. unter den Sulcatas. Eben, dann sind wir bei der Haltung. Jetzt hier schwerpunktmäßig Freilandhaltung, bei so großen Tieren natürlich optimal. Gell? Ja. Wir haben es schon in der anderen Folge, also wir haben ja die Freilandhaltung-Folge bei dir hier gedreht, die vor einiger Zeit kam. Wir können sie unter einblenden. Da gehen wir ein wenig näher noch drauf ein. Ansonsten eben diese so Art Hochbeete hast du hier. Ja. Für die Jungtieraufzucht wäre sowas optimal. Ne? Da kannst du die Junge reinmachen. Genau. Und wenn sie größer werden, irgendwann braucht man dann so einen großen Garten, wenn möglich. Beziehungsweise gut, wenn es jemand im Haus halten will, dann brauchst du halt einen riesen 25, 30 Quadratmeter Raum, um die richtig zu halten. Ne? So Das große Tiere. Gell? Ist so. Es gibt ja die Haltungsrichtlinie mit Panzerlänge mal, ich glaube, ist bei Schildkröte 8 und auf Breite 6 irgendwie. Müsste man gucken, Aha. findet man auch mit Sicherheit. Ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Aber wir blenden es unter ein. Haltungsrichtlinie, aber eben so riesige Viecher ist natürlich Freilandhaltung, zumindest in den warmen Monaten, prädestiniert. Gell? eigentlich fast sogar, ich würde sagen, fast ein Muss. Fast ein Muss. Ja. Eben, du hast angesprochen, wir wiederholen uns, aber macht nichts. Nachts das beheizte Haus, Ja. Wo sie nachts drin sind. Sulcatas machen ja keine Winterruhe in dem Sinn. Nein. Gehen wir gleich unten nochmal die Terrarie angucken, wo du sie im Winter hältst. Die große bzw. auch die kleine, dass wir das mal noch zeigen, wie du sie im Winter hältst. Genau, von wann bis wann im Jahr hast du sie hier draußen? Also tatsächlich sind auch die Sulcatas bei mir so ab, in der Regel Anfang April. Also wenn ich weiß, es gibt keinen Schnee mehr, dann sind die draußen. Dieses Jahr war das tatsächlich der 4. April. Da habe ich mal alle Schildkröten schon rausgehauen, weil es wirklich so super Wetter war, schon Ende März auch. Aha. Dann waren die draußen. Bei denen war ja dann, ist der Vorteil, die haben ihr Häusle. Das Ja. heißt, egal wenn es auch noch mal ein Tag, 2, 3, 4, 5 schlecht ist, ich mache auf, die gehen raus, fressen vielleicht ein wenig, gehen wieder rein, fertig. Also selbst Mitte April bei 15 Grad, 10 Grad
Genau, gar kein die, Problem. drehe die mal noch hier draußen eine Runde Ja. oder wenn halt mal die Sonne ein wenig rauskommt. Sind die draußen. Das einzige Problem wäre jetzt, wenn sie rauskommen, sie sind nicht richtig aufgeheizt und sie rennen dann 3 Stunden im kalten Dauerregen rum. Aha. Dann kühlt sie irgendwann aus und dann können sie da vielleicht nicht mehr rein. Dann musst du sie reintragen. Aha. Der Vorteil ist, oder das Glück, wenn man jetzt will, das passiert bei den großen nie, sondern dann immer nur bei so einer kleineren Zum Neitragen. zum Nachtragen. Okay, ja, Die da sind hast du- immer drin. Da hast du ein Problem. Ja, Aha. also da ist tatsächlich, da geht der fast gar nichts Da mehr. hast du nichts mehr. Gell? Ja. Aber Gut. sonst eigentlich, abgesehen von der Größe, die ideale Schildkröte. Aha. Ja. Thema Ernährung, wenn die hier gerade schon so schön am Fressen sind. Du sagst, die fressen viel trockenes Zeug. Eigentlich solltest du sie sogar nur mit Heu, Stroh füttern, Aha. damit die so richtig schöne, feste Kot machen. Klar, im Sommer, das lässt sich nicht vermeiden, wenn die da draußen sind. Die grasen natürlich alles ab. Das ist ja wie Ja. bei uns. Ich esse auch lieber ein Zwiebelrostbraten wie ein veganes Schnitzel, sage ich jetzt. So ähnlich wird es für die auch sein. Die essen natürlich lieber mal ein wenig feuchten Löwenzahn. Aha. Aber die essen auch Heu. Okay. Und wie schon mal erwähnt, natürlich, ich gebe ihnen eben den zweiten Schnitt, Mhm. den sie tatsächlich lieber fressen wie den ersten Schnitt. Weil er weicher ist, wie ich Weil von er dir weicher gelernt ist. habe. Genau. Ja. Ja, Knotter war die gerade am Das am war Flug, gerade oder? die ein wenig am Knochen gehen. Also, Ja. Und tust du, ja, vielleicht noch ein interessanter Punkt, eben du gibst das Heu, denen gibst du als auch ein wenig Kakteen, aber Ja. äh, In Maßen. in Maße, nicht so viel. Also auch bei der anderen eigentlich. Die Kakteen sind zwar vom Calcium-Phosphor-Verhältnis super, aber weil sie natürlich so viel Feuchtigkeit haben und Wahrscheinlich Schildkröte auch energiereicher, gell? Da ist für die vielleicht schon fast zu viel zu viel und Energie. Aha. es wird auch zu wässrig dann vom Kot her. Wenn du nur diese Opuntia füttern würdest, würden sie fressen, aber Aha, dann hast du nur noch Brei. okay. Und wenn du wirklich viel Heu fütterst, hast du so richtig schöne feste Haufen, die Aha. machst du auf die Schaufel weg, fertig. Tust du vitaminisieren in der Freilandhaltung? Gibst du irgendwie Mineral-, Calciumpräparat? Nee, Nee. nee. Eigentlich Aha. das mache ich bloß bei Jungtieren, bei den großen. Aha, Eigentlich nur übers Futter, sage ich jetzt einmal. Also sprich über das Heu oder über die Opuntie, wo dann noch ein Kalzium. Ja. Und was sie halt kriegen, ist klar die Sepia-Schale in okay. rauer Menge. Okay. Ja. Das machst du ja, also Ja. dann sind wir doch beim Kalt. Da machst du einfach Sepia hierher Genau. und die raspeln sie runter, oder was? Die raspelt es weg, die beißt richtig ab. Also Okay. gibt es aber egal, ob das jetzt sogar Spornschildkröten sind oder die Pardalis und auch die Radiatas. Nehmen wirklich so diese Big Packs von Sepia-Schale leer, einer rein. Am Okay. Abend sind die weg. Okay, Ja. okay. Ich glaube, bevor wir noch die... Da sieht man jetzt auch wunderbar die Sporen hinten dran. Aha. Bevor wir uns die Terrariehaltung angucken, vielleicht eben noch zur Zucht von den Tieren. Letztendlich, die wäre auch über den Winter oder über die Kühlphase stimuliert wäre, oder wie paare die bei dir? Oder? Tatsächlich findet bei denen eigentlich Paarung fast das ganze Jahr statt. Er hat tatsächlich im Winter, das könnte jetzt auch daran liegen, dass es vielleicht nicht mehr so hell ist, wie es jetzt ist. Klar, die sind oben bei mir in der Garage drin. Da ist zwar es hell, aber natürlich nicht so extrem hell wie jetzt. Die Tage sind nicht ganz so lang. Aha. Da bin ich überzeugt, das merken die auch. Der paart er relativ selten. Sobald er aber draußen ist er eigentlich echt fast täglich am Paaren. Aha. Wie gesagt, das Problem tatsächlich ist der gleich wenig bei den Sulcatas. Die suchen sich irgendwie speziell ein Weibchen aus und Die Das- muss es sein. begattet sie dann wirklich und die anderen sind irgendwie Luft. Und da habe ich leider tatsächlich dieses kleinere dazu genommen, oder 2 so kleinere, und auf die steht er gerade, fährt er richtig drauf ab. Okay, Ja. okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch Jungtier-Terrarien an, der Vollständigkeit halber. Ja. Für Jungtieraufzucht. Und genau, gehen wir
Ein Stock tiefer. Ein Stock tiefer. Jetzt sind wir wieder im Jörgs Schildkrötenkeller. Also mir widerspricht immer das Wort Keller. Keller hört sich so nach Keller. Also der Keller ist so groß wie eine 100 Quadratmeter Wohnung, schätze ich mal, oder? 130 Quadratmeter. 103, also ist nicht schlecht geschätzt. Sulcatas haben wir keine kleine zum zeigen. Sind alle weg, das ist leider so. Aber im Endeffekt halte ich es wie hier auch, wie jetzt die Radiatas in diesen Reptisuit-Terrarien. Die haben sich echt irgendwie schon bewährt bei mir. Finde ich ziemlich cool, die Dinger. War halt der riesen Vorteil ist speziell jetzt bei mir, wenn es nur Nachzuchten sind, du kannst die halt extrem gut reinigen. Das heißt, desinfizieren. Wenn ich ein Holzterrarium habe, klar, das ist okay für eine Art und da kommt immer die gleiche Schildkröte rein, die sind bei mir auch die nummeriert, dann die Schildkröte. Aber in diese Glasterrarien machst du halt alles raus, reinigst einmal, du desinfizieren, bist du sicher, dass vor allem sauber hebt es auch 100 Jahre. Gell? Also Holzterrarium, nach 5, 6, 7, 8 Jahren musst du halt rausschmeißen. Glasterrarium, wenn es nicht fallen lässt, hebt es 30 Jahre. Gell? Ewig, das ist so. Eben, Beleuchtung haben wir schon öfters, oder auch in der Sulcata-Folge, nein, in der Pardalis-Folge angesprochen. Gell? Ich habe die X-Reptile HID-Leuchte. Also ich habe auch nur eine X-Reptile, ich nehme gar nichts anderes. Und dann eben diese LEDs. Das ist jetzt noch eine ältere LED. In der Zwischenzeit habe ich auch noch so die neuere. Das sind dann 3 LEDs nebeneinander. Die sind nur mal ein wenig heller. Tatsächlich, das können wir irgendwann einmal vielleicht auch noch mal machen. Wann später habe ich so einen Vergleich mit T5, T8 Röhre zu den LEDs über Lux-Messgerät. Also das sind, keine Ahnung, ich glaube, die machen 10.000 Lux und die T5 macht 1500 oder was auch immer. Also sie sind extrem hell. Ja. Eben Helligkeit sind die natürlich unschlagbar. Gell? Ja, und eben UV-Versorgung machst du dann über die HID und die Wärme. Gell? Genau. Eben Wärme, wie warm? Da steht sogar ein Thermometer drin. 27,5. Das ist jetzt ganz hinten, also mehr oder weniger kühlste Stelle eher, gell? Oder relativ kühle Stelle. 28, knappe 28 Grad. Und unterm Strahler hast du dann, also ich denke, es ist vielleicht sogar fast ein wenig kühl, oder? Oder ist jetzt, weil es Abend ist, oder? Es wird natürlich gegen Abend auch im Keller wieder ein wenig kälter. Das ist aber so an sich schon okay. Also du hast im vorderen Bereich auf jeden Fall wärmer. Der Vorteil, wenn du es viel, viel wärmer hältst und viel feuchter, sie wachsen viel schneller. Der Nachteil ist, sie wachsen viel schneller. Das heißt, wenn sie zu schnell wachsen, du weißt natürlich nicht, wie schnell oder wie gut wachsen die Organe mit. Da gibt es auch so einen Begriff, Dampfaufzuchten. Du kannst theoretisch, Schildkröte, Kleinmani speziell oder so, nach 2, 3 Jahren schon zur Geschlechtsreife kriegen, wenn du willst. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es? Wie lange sie das mitmachen. Und wie lange machen sie das mit? Tatsächlich auch jetzt bei den Radiatas, klar, das sind natürlich so High Yellow Radiatas. Da wird natürlich nach Möglichkeit, dass sie auch sauber und glatt wachsen. Dann lieber vielleicht nicht zu warm. Feucht von mir aus trotzdem, dass sie eben schön wachsen. Die sind auch klar. Und das wird mal eine relativ interessante Gruppe, weil das CITES D ist, die ich auch da geschickterweise für irgendwann gekriegt habe. Der hat auch so einen Internethandel betreibt oder mit Schlager und so weiter. Und da bin ich echt glücklich, dass wir die gekriegt haben. Also CITES D macht für mich dann irgendwann vielleicht mal den Vorteil, dass man sie nicht nur innerhalb Europas verkaufen kann, sondern ich kann sie dann auch... CITES D heißt, dass sie international anerkannt sind als Zuchter in F sowieso Generation, gern. Man kann sie international oder wird es anerkannt und die CITES kannst exportieren international. Werde ich nicht machen, ich werde sie an Großhändler in der Nähe von mir weitergeben, dann ist die auch zufrieden. Ja. Gut. Eben, deswegen haben wir jetzt die Radiatas haben sich natürlich schön angeboten zum wenig zeigen, weil sie besonders schön sind. Kleine Sulcatas hat man nicht, aber es ging jetzt um die Terraria-Haltung auch. Also kühlste Stelle haben wir so ungefähr 28 Grad, unterm Strahler 35, 40 Grad. 35 bis 40. Können wir einen Laser holen, dann sieht man es, aber 35, 40. Ich nehme auch je nach
Bei denen habe ich jetzt bloß 70 Watt, bei den Sulcatas habe ich dann 100 Watt drin. Okay, Ja, einfach auch diese. Wärmer heißer. Jetzt gibt es ja beim X-Reptile, glaube ich, sogar noch diese ganz neue. Früher war es flott und jetzt gibt es, glaube ich, sogar super flott oder so irgendwie. Su-Version, glaube ich, meinst du wahrscheinlich. Su-Version, super flott, keine Ahnung. Okay. Also, okay, gut. ja, aber es ist tatsächlich von allen Lampe, denke ich, eigentlich die beste. Also, egal was er hat. Ist zwar nicht billig, aber es funktioniert. Gut. Du bist gut trainiert für mich, gell? Es ist tatsächlich so. Also, ohne Werbung zu machen, es ist die beste Lampe. Gut. Ja, so viel zur Terrariehaltung. Gehen wir noch mal raus, da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, frische Luft zum Filmen. Und wir hören gerade noch, da ist schon einer dran. Irgendeiner Party. Ja, ich aber der hört sich ganz anders an. Also der guck mal, hört sich eher wie ein Frosch an. hier haben wir jetzt auch einen ganz guten Vergleich, die normale Radiatas zu den High Yellows. Das ist so. Das sind ja auch die D-Tiere, aber das sind halt so die, wenn man so will, 0815, gell? Aha, normal gefärbt. Normal gefärbte und dann nimmst du halt die nebendran. Naja, Ja, schon. ein wenig ein Unterschied. Schon hübsch. Wobei die auch schön sind, also ohne Zweifel. Aber die wären natürlich schon mal, also ich denke schon mal richtig Super, geil. ja. Ja. Vor allem die mit der breiten Strahlen. Tatsächlich ist es so, wenn sie so kleine Strahlen haben, die verwachsen sich irgendwann, die Breite bleiben. Weiter bleiben. Also auch da haben diese Breite da, die bleiben alle. Aha. Bloß die kleinere, die sieht zwar jetzt noch ziemlich gut aus, Meinst die wird auch wenn sie größer ist, sind die alle weg, da siehst du die nicht mehr. Okay. Ja. Aha. Aber ist nach wie vor Filmen bleibt wir. trotzdem eine schöne Schildkröte. Filmen wir in 5 Jahren nochmal. Das ist so, dann wäre jetzt so circa 3-4 Kilo haben, denke ich. Okay. Aha. Ja, Gut, gehen wir noch auf. passt. Jetzt haben wir die ganze Zeit erzählt, wie toll aktiv die Sulcatas sind. Hat alles seine Sonnen- und Schattenseiten, oder? Das hier als kleines Stichwort, beziehungsweise deswegen sind wir jetzt extra hier an diese Stelle. Das ist halt bei Sulcatas, die graben Tunnel. Das heißt, Sudan, Mali, egal wo sie sind, es wird tagsüber so extrem heiß, dass die lauter Tunnel graben, wo sie dann rein können, damit sie es einfach dieser extremen Hitze vom Tag ein wenig entgangen können. Aha. Und das machen sie natürlich bei uns auch. Es ist also praktisch so, nur natürlich mit dem Unterschied, dass sie bei uns gar keinen Tunnel graben kriegen, weil da kommt nach 15 cm nur noch Kies. Aber es ist so, sobald es 30, 35 Grad hat und das wirklich über 2-3 Tage und es wird richtig heiß, fangen die da an buddeln und also so dieses Loch, wo wir da jetzt so sehen, das schütte ich immer wieder auf. Aha. Das geht vielleicht 5 Minuten und dann buddeln die da so ein Loch raus. Da ist echt wie wenn man mit 2 Schaufeln da so Aha. rausschaufelt, dann fliegt dann wirklich alles. Steiner Okay. und egal was da so rumliegt, die ganze Aha. Steher wird raus befördert. befördert. Okay. Ähm, Das ist wegen, also ich kenne es auch aus anderen Ländern oder auch in Afrika oder so. Da, wo man die Sulcatas hält, also da ist nur extremer, wahrscheinlich eben, weil es heißer ist. Ne? Ja. Das ist ja ganz gute Information, dass das also eher dafür ist, damit sie vor der Hitze abhauen können. Das haben wir zum Glück bei uns nicht so wahnsinnig, deswegen geht es noch. Aber wer einen englischen Rasen hat oder so, der soll sich gut. keine Sulcatas. wird keine Sulcatas kaufen. Ja, schöne Schlussszene hier wieder mit den 3 Hübschen hier. Dank dir, Jörg, für deine Gastfreundschaft hier und dass du das mit uns teilst. Gern. Habt ihr wieder Informationen über diese riese tolle Viecher? Bleibt mir treu und checkt die Sulcatas. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft.
Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.